Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie filigran, wie feinfühlig, wie kriminalistisch die PCR-Diagnostik ist, zeigt sich auch bei den Candidosen. Die Candidosen sind ein immer wichtigeres Thema auch in der Dermatologie. Über 1 Million Frauen leidet an einer chronischen Pilzinfektion vaginal und vermutet völlig zu Recht auch hier beim Dermatologen die höchste mykologische Kompetenz. Der wichtigste Erreger ist Candida albicans, ein meisterhafter Opportunist. Er lebt in Symbiose mit den gesunden Milchsäurebakterien. Er lebt aber auch anaerob im Darm. Und das haben wir falsch gelernt. Candida albicans ist nicht der Erreger der Krankheiten der Kranken. Im Gegenteil, er stimuliert das Immunsystem. Die meisten Frauen, die von einer Candidose betroffen sind, sind sonst fast nie krank. Der Erreger stimuliert sogar eine ziemlich starke allgemeine Abwehr gegen Krebs, aber gegen sich selbst lässt er keine Immunität zu, die Krönung der Evolution. Ein weiterer Grund, warum Candida albicans so hartnäckig ist, sind seine Chlamydosporen. Darin versteckt er seine DNA und kämpft um das Überleben. Diese Chlamydosporen, die haben auch klebrige Fortsätze. Damit heften sie sich überall an, Zahnstein, Belege, Schnuller und sogar an Plastik an Hormonspiralen. Das ist eine ausgesprochen starke Überlebensstrategie des Erregers. Wie wir alle wissen, der Erreger wächst ziemlich schnell, aber der wächst nicht immer an. Die meisten Frauen, die zum Arzt kommen, die sind vorbehandelt. Und unter einer Vorbehandlung ist konventionell der Erreger schlecht nachweisbar. Auch auf Genitalpiercings kann man ihn mit normalen Methoden kaum finden. Aus Muttermilch, ist ja eine auch wieder häufige Erkrankung, die Candida-Mastitis, ist er überhaupt nicht anzüchtbar. Und gerettet hat uns die Gendiagnostik, die PCR, im Falle einer Hormonspirale, die eingelegt war in Formaldehyd. Dort haben wir mit Hilfe der Euroimmun-PCR ganz leicht den Erreger Candida albicans nachweisen können. Unter Formaldehyd. Das zeigt, was die PCR alles kann. Die Pilz-DNA gewinnt man am leichtesten mit Hilfe einer solchen Bürste. Man kann diese Bürste 2 cm intravaginal einführen. Das ist übrigens auch der Ort des Abstrichs. Dort sind die Andockstellen, die Rezeptoren für die Pilze. Je tiefer der Abstrich, desto falscher wird eigentlich das Ergebnis. Also 2 cm tief um die Klitoris herum. Die Bürste ist auch bestens geeignet, um unter einem Genitalpiercings die Erreger zu bekommen. Und nebenbei gesagt, diese Bürste eignet sich auch ideal zur Sammlung von Schuppen auf dem Kopf, ja, um mal in die Dermatomykosen abzuwandern. Und diese Bürste kommt einfach dann in dieses System und wird dann mit der Polymerase-Kettenreaktion untersucht. Zum Erregerspektrum der Euroimmun-PCR gehört nicht nur Candida albicans, sondern auch Candida gilamondi und Candida parapsilosis. Das sind ja 2 Keime, die eng assoziiert sind mit Dermatomykosen, vor allen Dingen auch mit der Onychomykose. Also diese Erreger werden mit erfasst. Das Nachweisspektrum ist breit, auch bei den Candidosen. Auch eine negative PCR kann sehr hilfreich sein und ist in der Praxis wichtig, denn etwa 30% aller Frauen, die im Glauben an eine Pilzinfektion zum Dermatologen gehen, haben in Wahrheit eine nicht infektiöse Dermatose vom Vulvaekzem bis zum Lichenruber und wollen das nicht wahrhaben. Eine negative PCR ist das stärkste mikrobiologische Argument gegen eine Mykose. Sie dient hier sehr gut dem Ausschluss einer Pilzinfektion. Also die PCR kann diagnostizieren, aber sie kann auch ausschließen.